muy lógica. El parcero concentrado porque le escribió la tóxica. Le escribió la tóxica y no tomó el descanso, pero en el momento yo les pido los aplausos para que vean que me revelo con la tierra de Canelo, una bulla que retumbe hasta el cielo. Muy bien, a la marca, yo lo que buen corazón deseo brindarnos a ti y a los que ya, muchas gracias. Money to the kids. This Why? is a Because rule. at some point, This is a rule. No Yeah. money for the kids. it's like in some point here we have free education for all the kids in this community, and they have good schools really close. But what is happening is that with all the tourists coming now, these kids are asking for money, so they don't prefer go. to stay here asking for money than going to the school. So that's why we have like different signs here. But it's good to think about that. You know, if you give $1 to this kid, he's gonna say, no, I prefer to stay here because $1 is 4,000 pesos. Come on. Maybe they should also write in English. Yeah, for sure. Maybe. Yeah, Because yeah. I see that, but I don't know. Yeah, yeah, It's like yeah. out there. Hola. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Ay, ¿cómo estás? Hola. Hey, chicos, ¿cómo estás?
de Nueva York. ¿Cómo estás tú cantando con mucho empeño? Me encanta tu sonrisa aunque sea un diseño. Un diseño, pero el freestyle yo lo grabaré. Ella tiene flow de paisa y se convierte en árabe. Su merced yo lo hago y eso permanece. Si yo digo comuna, ustedes dicen 13. Comuna, comuna, 13. Ese es el estilo que ahora prevalece. Comuna, comuna. Y una bulla para los guías porque sí se lo merece. Sí, hermano, desde hace rato, porque tú sabes que reventamos el acetato, demostramos que con el micrófono no somos novatos, y este pana como que le comió la lengua el gato, porque dijimos algo y él no dijo camaradas. Hey, tú sabes que la lírica es muy lógica, el parcero concentrado porque le escribió la tóxica. Le escribió la tóxica y no tomo el descanso, pero en el momento yo les pido los aplausos, para que vean que me revelo con la tierra de Canelo, una bulla que retumbe hasta el cielo. Muy bien, a la marca, yo lo que buen corazón deseo brindarnos a ti y a los que ya, muchas gracias. Tenemos que sacar un día, weón. Yo mañana trabajo otra vez bastante, pero el miércoles puede ser. El miércoles se viene a las 10 de la mañana, pues no la mediodía. Mira, man. Hola, ¿cómo estás? Bien, tranquilo, bien. Good. Okay, friends, check the viewpoint. Check the view. What an amazing view from the comunaproject.org office hier in Comuna Tresa. Schaut mal, wie wunderschön das hier aussieht. Auch wenn das in Anführungszeichen ein Ghetto ist. Ich kenne kein Ghetto weltweit, das so schön ist. Voller Graffitis. Also ihr habt ja schon erste Eindrücke bekommen. Es ist wirklich fantastisch hier. Ich denke, würde ich in Medellin wohnen, dann wäre Comuna Tresa mein Zuhause. For sure, for sure. Ja, Freunde, das ist die Aussicht hier vom Office vom Comuna Project hier, Kommune 13. Das ist ein Gebiet. Hier ist sage ich euch mal, es gibt verschiedene Kommunen. Da hinten ist eine andere Kommune. Es gibt auch Comuna, Uno, Dos und so weiter. Das ist Tresa, einer der bekanntesten Kommunen hier in Medellin. Und hier war vor ungefähr 20 Jahren noch die Hölle los. Es war ein Kriegsschauplatz. Hier ging es heftig ab. Hier wurden auch viele Menschen, Unschuldige vor allem, ermordet und getötet. Und
Und dieser Wandel jetzt in den letzten Jahren ist wirklich inspirierend und sehr vorbildlich. Und einen großen Beitrag dazu hat die Comuna Project, eine soziale Organisation, die dafür sorgt, dass die Menschen hier, die weniger Perspektive haben, durch Bildung von Volunteers, von Freiwilligen mit Kompetenzen, sag ich mal, etwas aus ihrem Leben machen, mehr Perspektive, mehr Potenzial für die Zukunft haben. Und dafür kümmert sich hier diese Organisation, indem sie, sag ich mal, Einnahmenquellen für die Künstler, für die Lehrer, für die Artists, für die Teilnehmer hier schaffen. Ja, unter anderem gibt es Kurse für Graffitis, das heißt, man kann hier von anderen Graffiti-Künstlern Graffiti lernen. Und so haben hier viele den Sprung in den Alltag geschafft. Viele arbeiten hier als Graffiti-Tour-Guide, denn das ist ein sehr beliebtes Sightseeing-Tool hier. Das wird hier angeboten. Und zwar kommen Touristen hierher und können sich dann so einen Graffiti-Tour-Guide buchen. Und was ich vor allem spannend finde, ist, dass jedes Graffiti eine Geschichte erzählt. Die ganzen Bilder hier erzählen die Geschichte hier von Comuna Tresa. Das ist so interessant. Ich habe da schon ein paar Eindrücke erhalten und ich dachte, Wahnsinn, wirklich der Hammer. Das gehört definitiv zu den schönsten Ghettos weltweit, die ich je gesehen habe. Also schön, Jungs, ich arbeite für das Marketing, für das Team. Aber was heißt das genau und was haben wir vor? Was wir demnächst vorhaben ist, wir wollen ein Video produzieren für Agenturen, die den sogenannten Safe Tourismus anbieten. Safe Tourismus, Safe steht für Scientist, Academic, Volunteer, Education, Tourism. Das heißt, eine Art Tourismus, in dem Kunden, die Touristen selbst, irgendwo hinfliegen können und ihren sozialen Beitrag leisten können. Es gibt diverse Nischen im Bereich Tourismus. Es gibt zum Beispiel Risk-Tourismus. Das ist zum Beispiel so eine Tour nach Tschernobyl, wo man etwas dabei trägt, den Adrenalinkick hochzuhalten. Und ja, wie gesagt, es gibt auch dieses Safe Tourism. Und da gibt es verschiedene Projekte. Ich habe schon recherchiert im Internet. Es gibt verschiedene Agenturen, die das anbieten. Aber was bisher noch nicht angeboten wird, ist so ein Projekt wie hier in Comuna 13. Die Organisation sorgt im Endeffekt durch Bildung und durch gewisse Ressourcen und freiwillige Mitarbeit dafür, dass die Leute hier etwas Neues lernen, eine Perspektive haben für die Zukunft und dann von dem steigenden Tourismus hier gut leben können.